Willkommen zu einer weiteren Woche in meinem Leben. Den Tag heute habe ich wie immer damit gestartet, dass ich einen Kaffee getrunken und dabei auf meinem iPad gedaddelt habe. Außerdem habe ich dabei noch Fernsehen geguckt. Ich habe vor ein paar Tagen wieder angefangen, die OG Winx Club Serie zu gucken. Das ist immer so was sehr Nostalgisches, weil ich das, glaube ich, damals mit 11, 12 Jahren oder so geschaut habe. Die Hitzewelle dauert an. Ich glaube, ich muss euch ja nicht nochmal erzählen, dass ich kein sonderlich großer Fan davon bin. Aber man muss halt irgendwie damit leben. Wenn es so richtig heiß ist, vermeide ich es ja eher, das Haus zu verlassen, weil ich die Hitze auch einfach körperlich nicht so gut vertrage. Aber tatsächlich ist mir vorhin aufgefallen, dass ich heute das Haus verlassen muss, weil mein Kühlschrank nämlich so gut wie leer ist. Und das heißt, ich fahre jetzt kurz ein bisschen was zu essen einkaufen und werde wahrscheinlich auch noch mal kurz in den DM reinspringen. Falls ihr neu hier seid, mein Name ist Melanie, ich bin Anfang 30 und nach einigen Jahren in Berlin bin ich vor einer Weile zurück in die Heimat und hier in eine Kleinstadt gezogen. Außerdem habe ich den 9-to-5 hinter mir gelassen. Diese Woche ist die letzte Woche, in der ich erstmal nur als Aushilfe im Restaurant arbeite, bevor ich dann anfange, in Teilzeit zusätzlich noch im Kino zu arbeiten. Wie sich das alles so entwickelt und außerdem den ganz normalen Alltag einer ganz normalen Person zeige ich euch jede Woche in meinen Vlogs. Boah, ich schwitze wie ein Schwein, echt. Oh. Ich habe gerade erst mal geduscht und jetzt fühle ich mich wieder mehr wie ein menschliches Wesen. Ich wollte euch auch noch kurz zeigen, was ich bei DM geholt habe. So ein Selbstbräunungsmousse mit Handschuhen zum Auftragen. Das hat tatsächlich 20 € gekostet. Also ich hoffe wirklich, dass das dann am Ende ein gutes Ergebnis liefert. Ich bin ja gerade finanziell in einer Situation, wo das schon ein bisschen wehtut. Allerdings merke ich halt auch immer wieder, dass ich mich in kurzen Hosen oder Röcken etc., also bei allem, wo man meine Beine sieht, immer so ein bisschen unwohl fühle, weil die halt einfach so super weiß sind. Und ich wäre voll gerne auf so einem Selbstbewusstseinslevel, dass ich sage, mir doch egal. Aber ja, was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein Mensch und nicht frei von dem Wunsch, gut auszusehen oder mich attraktiv zu fühlen, so in meiner Haut, weil ich mich halt aber nicht ins Solarium oder stundenlang in die Sonne legen will, um ein bisschen bräuner zu werden,
wollte ich es jetzt mal mit Selbstbräuner probieren. Genau, das werde ich wahrscheinlich auch gleich noch auftragen. Ich habe eben beim Duschen schon mal mich rasiert und gepeelt und alles. Davor mache ich mir aber erstmal was zu essen. Ich habe nämlich mega Hunger mittlerweile. Tada! Mittagessen ist ready. Ihr wisst ja, ich liebe mein Brot. Habe auch endlich mal wieder ein bisschen Obst dazu. Ich habe die letzten Wochen echt viel zu wenig Obst und Gemüse gegessen. Da muss ich mal wieder ein bisschen mehr hinterher sein. Den restlichen Nachmittag werde ich dann an meinem Schnittauftrag weiterarbeiten. Ich habe dann noch ein paar Interviews zu schneiden. Und ich denke, heute Abend, wenn es dann wieder ein bisschen abgekühlt ist, werde ich wie so oft auf einen kleinen Abendspaziergang gehen. Meistens schaue ich mir beim Mittagessen irgendwelche Vlogs auf YouTube an, aktuell super gerne von Chelsea Callahan, eine Vloggerin, die in New York lebt und die, wie ich finde, auch so sehr realistische, authentische Vlogs macht und nicht so gestellt und perfekt. Also falls ihr auch gerne mal Videos auf Englisch schaut, dann kann ich euch ihre Vlogs echt empfehlen. Also mir geben sie zumindest immer relativ positive Vibes. Good morning, everybody. Hi, welcome to Vlogmas Day 7. I tell myself actually I should start off making coffee sooner in the videos, so because I'll just say ridiculous things, and when I'm editing, I'm like, Chelsea, just drink your coffee, please.
Ich war bzw. bin gerade in Darmstadt. Ich habe erstmal nach Hosen gesucht. Dadurch, dass ich ja jetzt 2 Servicejobs habe, dachte ich, ich könnte vielleicht mal meinen Vorrat an schwarzen Stoffhosen aufstocken. Allerdings, ja, Hosen kaufen als kleine Frau macht echt keinen Spaß. Also wenn die dann mal gut sitzen, dann sind sie halt mindestens 5 Meter zu lang. Und irgendwie sehe ich es nicht ein, dann jedes Mal noch 10 Euro oder so fürs Hosekürzen bezahlen zu müssen. Also habe ich im Endeffekt keine Hose gekauft. Ja, ich habe mir in der Bibliothek mal wieder ein Switch-Spiel ausgeliehen. Dragon Quest. Dragon Quest 10 für die PlayStation 2 ist ja eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich hatte ja letztens Legend of Zelda, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom gespielt. Die fand ich auch richtig, richtig gut. Danach habe ich das Zelda Echoes of Wisdom ausprobiert, aber das hat mich dann ehrlich gesagt nicht so gecatcht. Mal schauen, ob ich in das Dragon Quest reinkomme. Ja, ein Buch habe ich mir auch mitgenommen, weil ist ja nicht so, als hätte ich nicht genug ungelesene Bücher zu Hause. Aber wenn man schon mal da ist. Danach war ich noch Plasma spenden, bin dann auf dem Rückweg durch die Orangerie gelaufen. Das ist ein sehr schöner kleiner Park. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich mich reinsetze, aber mir war es dann irgendwie doch schon wieder zu warm und außerdem habe ich Hunger. Und jetzt saß ich gerade in der Tram, also auf dem Weg nach Hause, und so auf der halben Strecke halten wir an, weil es eine Fahrzeugstörung gibt. Bis da dann irgendwie Ersatzbusse rankommen, kann es eine Weile dauern, weshalb ich jetzt beschlossen habe zu laufen. Es ist noch eine gute Strecke tatsächlich. Normalerweise habe ich echt kein Problem mit Laufen, gerade wenn ich es jetzt nicht irgendwie eilig habe oder so. Nur ja, nach der Plasmaspende, gerade nachdem ich beim letzten Mal ja ein bisschen empfindlich reagiert habe, hätte das jetzt nicht sein müssen, aber ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch meinen ersten Dienstplan fürs Kino bekommen. Ich war tatsächlich erstmal ein bisschen enttäuscht, dass ich erst Montag, Dienstag arbeite, weil ich irgendwie voll ready war, jetzt Donnerstag oder Freitag zu starten. Aber es macht vielleicht auch Sinn, dass man so eine Einarbeitung halt eher an ruhigeren Tagen macht. Fürs Restaurant war ich jetzt ursprünglich nur am Wochenende einmal eingeteilt. Da bin ich dann aber gestern spontan für eine Kollegin eingesprungen, der es nicht so gut ging. Es war auch echt krass, weil es war so Mittwoch und man denkt so, ja, Mittwoch, da wird schon nicht so viel los sein. Aber die haben uns so die Bude eingerannt. Das war schon echt stressig zwischendurch, aber eigentlich auch wieder ganz cool und so geht die Zeit ja auch immer schneller rum. Ich merke auch, wie ich mit meinen Kollegen so ein bisschen enger werde. Also ich sage ja schon die ganze Zeit, dass alle da super lieb sind. Aber ja, je mehr man miteinander arbeitet, umso mehr wächst man halt auch zusammen. Und es hat tatsächlich so was bisschen Familiäres und das finde ich einfach mega schön. Und ich merke auch, dass ich generell auch mit der Arbeit sicherer werde. Also gerade was so Tabletts tragen und so betrifft. Am Anfang war das vielleicht doch noch eher so eine bisschen wackelige Angelegenheit und jetzt kann ich halt so ein volles Tablett mit Getränken eigentlich relativ souverän da durch die Gegend tragen. Und ich habe auch am Wochenende ein Kompliment von Gästen bekommen, die meinten, dass ich das ganz, ganz toll machen würde. Das hat mich so gefreut, weil ja, ich zweifle ja eh immer so ein bisschen an mir und meinen Fähigkeiten und gerade bei Dingen, die ich neu anfange und noch nie gemacht habe ich immer Angst, dass ich es halt nicht gut genug mache oder so und dann so ein Feedback zu kriegen, hat mich gefreut. Also dementsprechend habe ich jetzt gerade noch mal eine entspanntere Woche und kann euch dann erst nächste Woche erzählen, wie meine ersten Tage im Kino gewesen sind.
Eigentlich wollte ich gestern noch ein bisschen mehr vloggen. Als ich dann allerdings zu Hause war, habe ich mich auf die Couch gelegt und bin dann immer wieder so weggedämmert, kurz aufgewacht, wieder eingeschlafen und großartig mehr habe ich dann nicht mehr gemacht. Aber wie ihr seht, bin ich heute wieder unterwegs. Es ist der eine angenehme Tag in dieser Woche, an dem es nur 26 Grad sind. Und ich dachte, das muss ich nutzen, um mal wieder eine Runde wandern zu gehen. Ursprünglich hatte ich mir eine andere Route rausgesucht, eine, die ein bisschen länger ist und wo ich auch ein bisschen länger hätte hinfahren müssen. Aber dann hat die Kollegin, die ich jetzt vorgestern schon vertreten hatte im Restaurant, in die Gruppe geschrieben, dass es ihr immer noch nicht gut geht und ob noch mal jemand für sie einspringen kann heute. Und ich war die ganze Zeit so hin und her gerissen, weil ich dachte so: „Nee, ich habe geplant, heute wandern zu gehen.“ Und wer weiß, ob ich das dann, wenn ich richtig im Kino anfange zu arbeiten, zeitlich noch schaffe, regelmäßig. Aber dann dachte ich eben auch: „Okay, die Stunden kann ich gerade eigentlich auch gut gebrauchen.“ Und na ja, dann habe ich quasi einen Kompromiss mit mir selbst gemacht. Und zwar habe ich gesagt, ich kann einspringen, würde aber gerne als Letztes kommen. Die Servicekräfte kommen in der Regel nicht alle auf einmal, sondern manche kommen um 16 Uhr, manche um 17 Uhr und um 18 Uhr. Und ich habe dann eben darum gebeten, erst um 18 Uhr zu kommen und habe mir dann eben eine kürzere Wanderroute rausgesucht, die auch näher bei mir zu Hause ist, dass es dann eben nicht so ein kompletter Tagesausflug wird. Wird natürlich trotzdem 'n sportlicher Tag heute, aber ja, ich denke, das kriege ich schon hin. Die Route heute habe ich auch wieder auf Komoot rausgesucht. Allerdings kenne ich Teile der Strecke auch schon, aber trotzdem auch wieder sehr angenehm, draußen unterwegs zu sein. Für einen Freitagabend war die Restaurantschicht zum Glück relativ entspannt. Trotzdem habe ich dann am nächsten Tag definitiv körperliche Erholung gebraucht und dementsprechend nicht viel Anstrengendes gemacht. Bisschen Haushalt, Videos geschnitten und einfach ein bisschen auf der Couch entspannt. Ich war gerade mit meiner Mama bei einem Lunchbuffet und oh mein Gott, bin ich voll.
Oh, dieses Gefühl, wenn der Bauch weh tut, einfach nur, weil ihr euch so überfressen habt. Und dazu kommt, dass es heute auch wieder sehr heiß ist. Ich konnte jetzt zum Glück das Auto von meiner Mama nehmen, um nach Hause zu fahren. Muss nämlich jetzt auch in einer Dreiviertelstunde dann wieder los zur Arbeit im Restaurant. Ich würde gerade eigentlich lieber einen Mittagsschlaf machen, aber zumindest wenn die Wettervorhersagen stimmen, dann habe ich die große Hoffnung, dass wir das jetzt nur noch eine Woche lang durchhalten müssen, bevor es dann endlich runterkühlt. Die nächste Woche wird aber nochmal heftig. Umso glücklicher bin ich, dass ich dann morgen anfange, im Kino zu arbeiten, weil da gibt es Klimaanlage. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf den ersten Tag. Nervös bin ich eigentlich nicht so. Vielleicht, weil ich mir das schon zutraue, dass ich das gut hinbekomme. Nach der Schicht um 22:30 Uhr ist tatsächlich auch nochmal ein Mitarbeiterscreening von dem neuen Spider-Man-Film. Ich muss gestehen, ich interessiere mich jetzt nicht wirklich für Spider-Man oder irgendwelche anderen Superhelden. Also ich glaube, der einzige Grund, warum ich mir das angucken würde, wäre, wenn morgen halt irgendwer zu mir sagt, so, ja, komm doch mit zum Mitarbeiterscreening und so, einfach so für den sozialen Faktor, aber jetzt nicht unbedingt, um den Film zu sehen. Also schon gar nicht so spät. Mal schauen, wie meine ersten Arbeitstage im Kino laufen, ob ich zum Mitarbeiterscreening gehe oder nicht. Das erfahrt ihr dann alles im nächsten Vlog, weil für diese Woche war es das jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ihm sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Das würde mir wirklich sehr weiterhelfen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut und lasst euch nicht von der Hitze unterkriegen. Wir haben es fast geschafft. Zumindest möchte ich das glauben.